Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute mit einem komischen Thema erstmal, aber es symbolisiert recht viel, für das DevOps eigentlich steht. Und zwar dem sogenannten Postmortem-Gespräch. Postmortem heißt auf Latein sowas wie nach dem Tod. Und ja, soll sozusagen das Gespräch symbolisieren, das man nach einem Totalabsturz hatte. Also wenn YouTube mal wieder seine Monkeys sozusagen losschickt, das ist ein Mortem, beziehungsweise das ist der Mors, und Postmortem, das Gespräch danach, findet eben nachdem das alles wieder läuft, statt. So, und hier werden einige Prinzipien von DevOps richtig schön dargestellt, weswegen ich mir dachte, okay, machst du dazu auch mal ein Video. Und zwar zunächst einmal ist wichtig, niemanden zu beschuldigen. Das heißt, das müssen auch alle wissen. Nicht nur der Chef darf niemanden beschuldigen, sondern auch die Mitarbeiter dürfen sich untereinander nicht beschuldigen. Denn ja, es ist tatsächlich nicht Sinn der Sache, einen Schuldigen zu finden, sondern man möchte gemeinsam daran arbeiten, dass das Ganze in Zukunft verhindert wird. Und das heißt, jeder kann was draus lernen. Es war sogar quasi gut, dass alles abgestürzt ist, weil jetzt hat man diesen Fehler nicht mehr. Auch ein wichtiger Punkt, man muss das Ganze dem Kunden kommunizieren. Das heißt, man hat eine gewisse Ehrlichkeit. Das ist bei YouTube diese wunderbare Seite mit den Monkeys, die ich immer sehr schön, sehr schön detailliert finde. Das heißt, wenn bei YouTube was schief geht, dann erfahren wir, das liegt nicht an uns, ja, wenn wir die Seite aufrufen als Konsumenten, sondern wir erfahren, bei YouTube ist irgendwas schief gegangen, die fixen das. Und erfahrungsgemäß, so zumindest meine Erfahrung, ist YouTube innerhalb von einer halben Stunde wieder da. Also zumindest wieder benutzbar. Und das ist so ein Ding, das Sicherheit dem Kunden zu vermitteln. Das heißt, es ist nicht für immer, sondern das war jetzt einmal ein Fehler, der wurde gefixt und der wurde auch so gefixt, dass es im Nachhinein nicht mehr wieder vorkommt. Und das ist was dem Kunden natürlich ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt, weswegen man das auch definitiv machen sollte. Das heißt, was wir hieraus mitnehmen, ja, DevOps brauchen Kommunikationstalent und zwar sogar wahrscheinlich mehr als so manch anderer Beruf. So, zu guter Letzt braucht man natürlich noch eine Dokumentation über den Ausfall selbst. Das heißt, man braucht erstmal eine Beschreibung davon mit Details, also mit wirklich den allergenauesten Details, die man so finden kann, weshalb wir natürlich wieder auf unser Monitoring zurückgreifen. Man muss sich die Logs angucken, man muss sich alles angucken, um genau bestimmen zu können, was ist da eigentlich schiefgegangen. Und bevor man neue Features entwickelt, muss erstmal dieser Bug hier komplett behoben sein. Das heißt, das darf nie wieder vorkommen. Man muss natürlich die Ursache genau finden. Man muss auch festhalten, wie wurde es gefixt. Und das heißt, wie wurde quasi der Server rebootet oder was genau war eigentlich schief. Und man muss natürlich dann auch im Code schauen, was genau hat eigentlich zu diesem Absturz geführt. War es vielleicht sogar in der Pipeline oder war es vielleicht sogar ein Hardwarefehler? Und zu guter Letzt ist auch ein immer hilfreicher Tipp, das Ganze auf einer Timeline festzuhalten. Das heißt quasi von dem Zeitpunkt des Deployments, was alles kaputt gemacht hat, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo dann wieder alles lief und der Bug gefixt wurde, damit man das auch für die Zukunft quasi festhalten kann. Ja, und dieser ganze Prozess verlangt natürlich immer Optimierung. Das heißt, man möchte auch optimieren mit Metriken, Tools und natürlich seinem Monitoring, um dem Ganzen eben auch bei zukünftigen Fehlern vorzubeugen. Das heißt, braucht man vielleicht in den Tools noch mehr Sicherheit oder braucht man vielleicht noch mehr, was überprüft wird? Brauchen die Logs vielleicht noch zusätzliche Metriken, irgendwelche Statistiken oder sonst irgendwas, was schief gehen würde? Braucht das Monitoring vielleicht noch mehr Infos, damit sowas noch früher erkannt werden kann, bevor es zu einem Absturz kommt? All diese Dinge sind natürlich unglaublich speziell für die jeweilige Anforderung oder für die jeweilige Plattform, deswegen kann ich hier nicht mehr Details geben. Aber im Grunde ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man eigentlich mit DevOps umgeht. Also das heißt, immer ein gutes Klima, eine gute Kultur sozusagen auch pflegen. K könnte auch für, wobei, ne, gut. Climate, ja doch, das würde auch funktionieren, ja, dass das CAMS-Modell sozusagen nicht auf Kultur geht, sondern auf Klima im Unternehmen bzw. im Team dann. Und ja, das sind so die wichtigsten Grundprinzipien von DevOps, die ihr nun kennengelernt habt. Ich hoffe, ihr konntet was Wertvolles für euch draus mitnehmen. Wir werden selbstverständlich uns noch die Tools angucken, aber wie gesagt, dann in separaten Playlists und das wird dann auch noch ein bisschen dauern. Wenn ihr da spezielle Wünsche habt, ich sammle ganz gerne und das Tool, das dann am beliebtesten war, das würde ich natürlich nehmen.
Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.